Der FC Barcelona gegen den FC Bayern München in der Champions League am dritten Spieltag. Meine Prognose, Tipp und Aufstellung für den FC Bayern München bei diesem Klassiker. Endlich wieder Bayern gegen Barcelona und das bereits am dritten Spieltag. Das wird ein Megaspiel für den FC Bayern, natürlich aber auch für den FC Barcelona mit Ex-Bayern-Trainer Hansi Flick. Ja, schauen wir uns mal kurz ein paar Statistiken an. Jetzt sehen wir hier gerade verschiedene Zahlen. Wir sehen den Gesamtwert vom Barcelona und vom FC Bayern München. Barcelona circa ein Wert vom Kaderwert von 944 Millionen Euro und der FC Bayern München von 939 Millionen Euro. Also auch da ist der Kader ausgeglichen von Bayern und Barcelona. Ja, im Durchschnittsalter ebenfalls Barcelona-Spieler 24,6 Jahre jung, sage ich mal. Und der FC Bayern-Kader im Durchschnitt 26,5 Jahre. Also auch davon her alles gleich. Aber die letzten 6 Spiele in der Champions League, Bayern gegen Barcelona, sehen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele konnte der FC Bayern München alle gewinnen. Und auch fast, man hat hier, sehen wir gerade nur, glaube ich, 4 Gegentore bei 3, 5, 8, 11, 19, 22 Tore vom FC Bayern München. Also das Spiel am Mittwoch, da braucht der FC Bayern München jetzt keine Angst haben. Angst sowieso nicht. Respekt auf jeden Fall vom FC Barcelona. Aber mit dieser Offensive und Neutrainer Vincent Kompany braucht der FC Bayern München keine Angst haben, sondern kann auf Sieg spielen im Auswärtsspiel beim FC Barcelona. Hier sehen wir auch nochmal Hansi Flick, Ex-Trainer vom FC Bayern München, super erfolgreich jetzt schon, obwohl er nur kurze Zeit da war, mit der erfolgreichste Trainer vom FC Bayern München und Neutrainer Vincent Kompany. Ja, hier auch die aktuell wertvollsten Spieler beider Vereine. Einmal beim FC Barcelona natürlich Lamine Yamal mit 17 Jahren schon ein Marktwert von 150 Millionen Euro. Dazu aber Jamal Musiala vom FC Bayern München 130 Millionen Euro Marktwert. Also auch da ausgeglichene Bilanz. So, liebe Fußballfreunde, liebe Bayern-Fans, jetzt schauen wir mal, wie Vincent Kompany eventuell den FC Bayern München auswärts beim FC Barcelona aufstellen könnte. Die gute Nachricht ist natürlich Jamal Musiala wieder zurück, leider verletzt. Jetzt Pavlovic fällt anscheinend auch eventuell bis 3 Monate mit seiner Schulterverletzung aus beim FC Bayern München. Dafür hat der FC Bayern zum Glück, muss man jetzt sagen, Palhinha in der Hinterhand und ich denke auch mal, dass Kompany Palhinha von Anfang an natürlich spielen lassen wird gegen Barcelona. Dann schauen wir mal. Natürlich Manuel Neuer, immer noch einer der besten Torhüter der Welt. So, Linksverteidiger würde ich natürlich Alphonso Davies nehmen. Alphonso Davies so in den letzten Spielen wieder ganz gut geworden. Noch nicht in seiner Top-Verfassung, aber schon besser als gerade in der letzten Saison. So, Rechtsverteidiger, ja, da könnte man natürlich auch könnte man 2 Spieler nehmen. Einmal Konrad Laimer für den defensiveren Part, weil Konrad Laimer schon besser im Zweikampf als Guerrero. Ich würde lieber Laimer aufstellen gegen die Offensive vom Barcelona. Daher stelle ich jetzt auch mal Laimer auf. Ich gehe mal davon aus, dass Vincent Kompany trotzdem auf Guerrero setzen wird. Ist ja auch richtig. Gerade Guerrero hat seine Stärken in der Offensive. In der Defensive ist Guerrero jetzt nicht ganz so stark, aber die Offensive ist ja auch schon sehr wichtig. Natürlich in der Innenverteidigung gesetzt, haben die beiden jetzt sehr gut gemacht, die letzten Spiele, Upamecano und auch Kim. Daher auf jeden Fall auch jetzt gesetzt, natürlich auswärts beim FC Barcelona. So, haben wir jetzt auch Kim. So, jetzt auf jeden Fall dann João Palhinha. Jetzt kommt seine Möglichkeit zu zeigen, dass er der richtige Transfer war vom FC Bayern München, auch für knapp 50 Millionen Euro. So, Palhinha als richtiger Sechser, als Holding Six, das kann auch dem neuen Spielsystem von Kompany sehr gut tun. Offensiv, Pressing, macht der FC Bayern mega offensives Spiel allgemein. Manchmal hatte man ja Probleme bei schnellen Gegenkontern, beziehungsweise auch dann leider Tore. Aber mit Palhinha kann auch das Problem so gelöst werden. Und natürlich daneben auf jeden Fall Joshua Kimmich spielt eine überragende Saison bis jetzt beim FC Bayern München. Auf jeden Fall jetzt gesetzt als zentraler Mittelfeldspieler.
So, dann schauen wir weiter. Natürlich haben wir dann auch Jamal Musiala wieder im Team. Zum Glück, er ist notwendig mit seiner Technik, mit seinen Einzelleistungen und natürlich seiner Torgefährlichkeit. Das wird sehr wichtig sein beim Spiel auswärts bei Barcelona. Und natürlich dann auch, wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn denn? Natürlich Kane auch. Kane auch auf jeden Fall natürlich gesetzt. Jetzt gerade durch seinen Hattrick, 3 Tore gegen den VfB Stuttgart. Zum Glück jetzt in dem richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Form Harry Kane. Auch daher sage ich, Harry Kane wird 1 oder 2 Tore schießen beim FC Barcelona. So, dann natürlich auch gesetzt Serge Gnabry. Jetzt letzt 2 Spiele nicht mehr ganz so erfolgreich wie am Anfang der Saison, aber auch eher sehr schnell, trickreich, aber auch sehr torgefährlich. Und natürlich Neuzugang Michael Olise, auch gegen Stuttgart, zwar jetzt nicht die Szenen gab, aber trotzdem eher schon sehr wichtig für das offensive Spiel beim FC Bayern München und auch von Vincent Kompany. So, das könnte die mögliche Startelf sein von Vincent Kompany vom FC Bayern München auswärts beim FC Barcelona. Es kommt natürlich ganz sehr darauf an, natürlich auch, dass die Abwehr stimmt. Die Defensive allgemein, nicht nur die Abwehr selber, die Abwehrspieler, auch die Offensivspieler müssen bei so einem Gegner auswärts auch mithelfen, in die Defensive auch mit reinzugehen. Natürlich jetzt positiv. Leider der Ausfall klar von Pavlovic, aber positiv dann jetzt Palhinha. Jetzt kann Palhinha zeigen, auf jeden Fall, dass er der Richtige ist, was das defensive Mittelfeld angeht, die Sechserposition. Natürlich Jamal Musiala, der wichtigste Spieler, was das Offensivspiel angeht, beim FC Bayern München kann man hoffen, dass Serge Gnabry, auch wenn er jetzt wieder Torchancen hat, dann diese auch nutzen kann, weil das sind Spiele Barcelona gegen Bayern, da bekommt man okay, schon Torchancen, aber diese muss man dann auch nutzen, weil bei so einem Spiel entscheiden manchmal kleine Fehler. Weder die Abwehr vom FC Barcelona, die ist auch nicht ganz so toll, deswegen muss der FC Bayern und Kompanie weiter offensiv spielen, nach vorne, Pressing spielen, dann hat man auf jeden Fall alle Möglichkeiten beim FC Barcelona wieder zu gewinnen. Natürlich muss aber auch die Bayern-Abwehr konzentriert bleiben. Upamecano muss konzentriert bleiben, über 90 Minuten, darf sich da keinen Fehler erlauben, Kim auch nicht, gerade gegen Robert Lewandowski, der jetzt wieder in sehr, sehr guter Form ist, unter Neutrainer Hansi Flick. Lewandowski in 10 Spielen hat er schon bereits 11 Saisontore in der La Liga bzw. Champions League. Also auf Lewandowski sollte der FC Bayern München natürlich ein Auge drauf halten, aber sonst hat der FC Bayern München alle Möglichkeiten, auch beim FC Barcelona auswärts zu gewinnen. Und natürlich ein Spiel gewonnen Bayern, das erste Spiel 9:2, super Spiel gegen Zagreb, dann die vermeintliche Niederlage, das hätte nicht sein müssen, auswärts bei Aston Villa 1:0. Also der FC Bayern München sollte schon gucken, dass man das Spiel auf jeden Fall nicht verliert für die nächsten Champions League Spiele. Aber Bayern ist stark genug, um auch beim FC Barcelona 3 Punkte zu holen. Daher mein Tipp, FC Barcelona gegen den FC Bayern München ist dann jetzt hier ein 2:1 für Bayern München. Was ist dein Tipp? Schreib deinen Tipp und deine Prognose für den FC Bayern München beim FC Barcelona in die Kommentare. Ich danke dir für ein Like fürs Video und für ein Abo für meinen neuen FC Bayern Kanal Calcio Bayern. Also dann am Mittwoch Daumen drücken. Mir ist Samir. Wir sehen uns. Tschüss.